Servus Leute, wir haben es endlich geschafft, wie ihr auf dem Bild seht. Ich habe für euch endlich ein Team gefunden, was solide um die 2 Minuten läuft. Hier steht ja auch drin, Durchschnitt 2,16. Also ich finde, das Team ist super, es hält wirklich, es ist so konsistent und es ist leicht nachzubauen, weil das sind alles Free-to-Play-Monster, die man durchs Spiel geschenkt bekommt. Ihn bekommt ihr, hatte ich ja schon mal in einem Video erwähnt, wenn ihr Stage 8 in Heavy Metal geschafft habt, habe ich euch auch erwähnt, wie ihr das machen solltet. Das schafft jeder. Ist klar, Popo Rider kriegt ihr, den Riesen bekommt ihr aus dem anderen Dungeon. Ich glaube, aus der Herausforderung können wir gleich nochmal nachgucken. Den habe ich euch ja schon von Anfang an immer empfohlen zu farmen, als Farmer zu nutzen. Deswegen habt ihr schon einen Elemon schon sicher drinne. Und die Scharfschützen hatten wir vor einer Woche, glaube ich, circa. Hatten wir ja getestet, weil wir, als wir den Revolverheld bekommen haben, haben wir gesehen, wie gut diese Scharfschützin ist. Und ich habe jetzt gedacht, komm, wir nehmen sie jetzt doch und machen sie auch in das Team rein und probieren. Was ich jetzt auch probiert habe, ist den Wurm rauszunehmen und die Wasserscharfschützen mitzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Wasserscharfschützen nochmal sehr, sehr viel besser sein würde. Nur sie müsste erst auf 6 Sterne sein. Ich habe sie leider noch erst auf 4 Sterne, weil sie hat auf dem ersten Skill die Fähigkeit, wenn sie 6 Sterne ist, maximal LP vom Gegner zu skalieren vom Schaden her, was halt super viel Schaden machen wird. Deswegen, aber bis dahin habe ich jetzt dieses Team. Ich werde die Scharfschützen irgendwann noch mal hoch machen, aber momentan läuft das Team super bei 2 Minuten und ich glaube, bei 2 Minuten kann man nicht meckern für einen Free-to-Play ne, Account, wo halt man nur 3 Sterne benutzt. Quasi 3 Sterne bis auf halt Revolverheld, aber den kriegt man ja auch geschenkt, deswegen, zähle ich den jetzt mit rein. Und jetzt würde ich euch einfach mal die Bauteile zeigen und wirklich, was sehr wichtig ist, vorweg, wirklich. Dieses Team kann auch mal failen, wenn ihr die Scharfschütze nicht auf 60 habt und den Riesen auch nicht auf 60 habt. Das Problem ist, dass sowohl die Scharfschützen, auch der Riese, eine Fähigkeit auf 6 Sterne bekommen, die hier sehr viel, also sehr wichtig ist. Vor allem der Riese, der bekommt auf dem zweiten Skill einen Speed-Buff, was das Team halt deutlich nochmal schneller macht. Und wichtig auch für das Team ist, dass sie mehr Runden bekommen und dadurch weniger Chancen bekommt, dass der Boss irgendwie drankommen könnte, rein theoretisch. Falls bei euch das nicht ganz läuft, ihr könnt auch den Wurm rausnehmen und den Wasserstahlflügel reinpacken. Zeige ich auch gleich nochmal. Aber das Team läuft jetzt, wie ihr seht, 10er Run ohne Probleme. Das ist schon der zweite 10er Run, den ich durchlaufen lassen habe. Ähm, läuft super. Läuft vollkommen super. Also waren jetzt 20 Runs ohne Fail. Kann sein, dass vielleicht in dem nächsten Run ein Fail dabei gewesen wäre, aber momentan muss ich sagen, also es kann auf jeden Fall mindestens, würde ich mal schätzen, 99% laufen. So, das habe ich jetzt ein bisschen, oh, ich wollte auf Beute überspringen drücken. Ich sortiere kurz aus, dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da sind wir wieder. Also, folgendermaßen. Das Team besteht aus natürlich dem Revolverheld, ganz klar. Wichtig bei dem ist, er muss 100% Crit Rate haben. Die Intelligenz ist ganz normal eingestellt, hier mit nur einem Feind am Leben, sonst ist der Rest gleich. Immer wichtig bei jedem Element, was ihr bekommt, macht das Ding an. Immer, macht es einfach an. Ich weiß nicht, warum es von Haus aus ist. Ist eigentlich voll blöd, dass sie das von automatisch aus haben, aber ja, macht es bei jedem Element mal rein. Genau, 100% Crit Rate. Versucht, also er muss nicht so schnell sein, auf gar keinen Fall. Ihr könnt die auch viel, viel langsamer bauen. Wichtiger ist nur, dass die Crit-Rate 100% beträgt bei ihm. Vor allem, wenn er 6 Sterne ist, kriegt er sowieso 15% zusätzlich drauf. Also müsst ihr euch weniger darum Sorgen machen. Und dann guckt halt, was ihr zusammen bekommt. Ich habe ihm halt ein Geschwindigkeitsset gegeben. Deswegen ist er halt jetzt ein bisschen schneller. Hier würde ich, wie gesagt, gucken. Hatte ich auch schon in einem anderen Video erwähnt. Ähm, Wenn er überlebt, nimmt ihr Angriff. Wenn er ein bisschen schlechter von den Stats her ist, dann nimmt ihr LP. Es macht nicht so viel aus, ob er jetzt mehr Schaden macht oder weniger. Es macht den Run vielleicht um ein paar Sekunden schneller. Aber wirklich lieber, macht lieber 10 Sekunden länger den Run und dafür sicherer. Nur als Tipp. Spectra,
Auch sehr wichtig, Genauigkeit. Sollte über 60% Genauigkeit sein. Auf jeden Fall. Also es ist noch nicht komplett offiziell bestätigt, aber laut den Herausforderungsaufgaben Aufgaben müsste man davon ausgehen, dass 60% das Maximalgenauigkeit in den Dungeons sein sollte. Sie ist jetzt nicht so schnell, also da habe ich die Priorität auf Crit-Schaden und Crit-Rate gelegt. Ich werde auch gleich nochmal was dazu sagen. Theoretisch braucht sie nur 85% Crit-Rate. Sage ich euch gleich warum. Ansonsten versucht so viel Crit-Schaden wie es geht, bisschen HP auf jeden Fall, dass sie überlebt. Angriff ist jetzt hier eher zweitrangig. Sie skaliert zwar mit dem Angriff, aber sie skaliert mehr mit dem Ziel-LP. Sieht zwar weniger aus, aber ihr müsst euch vorstellen, der Boss hat ja so viel Leben. Dadurch wird der Schaden mit dem Leben höher skalieren als mit eurem Angriff. Nur mal so am Rande. Und Intelligenz habe ich euch noch nicht gezeigt. Genau, nur ein Feind am Leben. Genauso. Das könnt ihr bei jedem Element Standard reinmachen. Nur ein Feind am Leben auf die erste Fähigkeit. Immer. Das könnt ihr immer machen. Sobald das geht, macht's rein. Bei dem letzten Skill habe ich 2 oder mehr Feinde am Leben gemacht, damit sie auch nicht bei einem Feind macht, weil ich traue dem nicht mal ganz zu 100%, deswegen mache ich das immer sicherheitshalber mit rein. Muss man aber, glaube ich, nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber es sollte so passen. Genau, Crit-Schaden so viel wie geht. Ich würde am liebsten noch mehr Crit-Schaden haben. Ähm, Speed, wie gesagt, ja, sie hat ja vom Base aus 122 Speed, was halt deutlich sehr, sehr viel ist im Vergleich zu anderen. Ansonsten der Riese, auch versuchen, über 60% Genauigkeit zu kommen. Ich habe halt ein bisschen jetzt mehr, weil halt die Bauteile das mir halt so gegeben haben. Ansonsten auch, er hat ja schon eine Base-LP sehr hoch, deswegen braucht er quasi nicht so viel wie die anderen, aber wäre trotzdem gut, wenn er ein bisschen was hat, wegen auch hier LP aller Verbindungen 25 seiner maximalen LP wiederherstellen. Das heißt, je mehr LP, maximale LP er hat, desto höher äh, hält er die anderen. Und hier ist dann der Skill, wenn man ab 6 Sterne ist, gibt ihm noch einen 2 Runde Geschwindigkeitserhöhenden Buff. Ähm, Wichtig ist auch bei ihm genau nur ein Feind am Leben und hier 2 oder mehr Feinde am Leben. Das würde ich immer reinmachen. So. Wichtig bei ihm gibt es eigentlich nicht sehr viel zu beachten. Klar, Geschwindigkeit ist auch jetzt wieder zu hoch. Ich habe einfach dadurch, dass ich ja sehr viel Bauteile farme ich auch sehr viele mit Geschwindigkeit und da ist immer automatisch Geschwindigkeit mit dabei. Ich nehme natürlich auf dem zweiten Slot immer Geschwindigkeit mit. Dadurch habt ihr schon von Haus aus ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Vor allem auch, weil ich halt hier Genauigkeit 15 bekommen habe. Ähm, Guckt halt, dass ihr zumindest ein Maß an Geschwindigkeit bekommt. Es reicht auch 50 oder 60 im Allgemeinen bei allen. Ihr solltet halt nur so schnell sein, dass ihr immer als erstes drankommt, bevor die Gegner drankommen. Und dann könnt ihr halt auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren. So, den Wurm kennt ihr ja bestens. Das ist unser Farmer, den haben wir nicht geändert. Das ist immer noch auf Betäubung, immer noch auf Inspiration. Betäubung einfach auch gut für die Wellen davor, weil man halt die Wellen immer wieder ähm, betäuben kann mit den Fähigkeiten, weil es halt 2 AOEs sind. Genauigkeit hat er jetzt halt nicht sehr viel. Es hat halt wirklich auch Crit-Rate und Crit-Schaden. Bei ihm reichen 85% auf jeden Fall, weil Wasseraffinität gibt halt 15% nochmal zusätzlich. Da habe ich halt nur eingestellt, wie mein Farmer schon immer war. Ich glaube, den habe ich ja schon öfters mal gezeigt, dass er immer mit dieser Fähigkeit anfangen soll, weil hier hat er 'n Verteidigungssenken drauf, dass die erste Welle schneller down geht. Weil in der zweiten Welle ist halt nur quasi der Dr. Evil und da haben wir genug Death Breaks, also Verteidigungssenkung drauf. Auch hier wieder 2 oder mehr Feinde am Leben. Hier genau auch wieder nur ein Feind am Leben, da könnt ihr das auch einstellen. Habe ich jetzt nur nicht, weil ich den ja auch als Farmer benutze. Und beim letzten Stage ist ja immer das Problem, dass er dann den ersten Skill nur noch einsetzt. Theoretisch müsste ich es immer wieder umstellen, aber gut. Vielleicht benutzen wir bald jemand anderes als Farmer. Aber momentan benutze ich ihn dafür und auch ganz normal, wie gesagt, Angriff, bisschen LP, weil er ist Wasser, kriegt nicht so viel Schaden zum Glück, aber trotzdem gucken, dass er halt einigermaßen was aushält. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Warum 85%? Und zwar wegen ihr. Sie kann allen Verbündeten einen Crit-Erhöhen-Buff geben, der 30% die Crit-Chance erhöht. Das heißt, sie bräuchte rein theoretisch nur 70% Crit-Rate. Ich habe es jetzt nur auf 63% bekommen, weil ich versucht habe, noch ein bisschen mehr Genauigkeit zu bekommen. Am liebsten wäre mir natürlich 60%, damit die Accuracy besser
oder halt, dass die Fähigkeit hier hinten besser prockt, weil sie upsala, weil sie schießt 6 Pfeile und die ersten 3 treffen immer das Ziel und die 3 anderen treffen immer 'n zufälligen und jeder Pfeil absorbiert bis zu 20 der Aktionsleiste. Was dazu führt, dass sie halt immer wieder noch eine extra Runde bekommen könnte, wenn sie genug Aktionsleiste absorbiert. Und hier vor allem, je niedriger die Aktionsleiste des Ziels, desto größer die Kraft. Also, je weniger Aktionsleiste der Gegner hat, desto mehr Schaden macht sie auch. Und da seht ihr auch, skaliert auch sehr, sehr gut. Und bei ihr habe ich auch versucht, natürlich auf Crit-Schaden zu gehen, 'n bisschen schnell, also auch so wie der Wurm ungefähr. Da habe ich auch nicht auf das Set wirklich geachtet. Das ist einfach nur, wir haben jetzt 2 Betäubungssets, Crit-Set haben wir einmal komplett, weil das ist einfach nur Verschwendung. Und das ist auch Verschwendung. Aber ich wollte erst mal gucken, dass die Stats hinbekomme. Das war für mich Prio Nummer eins. Und wichtig auf jeden Fall, warum wir halt gesagt haben, 6 Sterne, weil ich hier einen Feind zweimal angreife und 2 Runden lang Verteidigungssenkung verursachen. Dadurch erhöhen wir die Chance, mehr Verteidigungssenkung drauf zu bekommen. Deswegen, und es macht sehr viel Schaden im Vergleich. So, und jetzt bei ihr ist es sehr wichtig. Ganz normal Standard, nur ein Feind am Leben und hier wechselt ihr. Hier wechselt ihr einmal. Das ist sehr wichtig, weil sie sollte immer mit dieser Fähigkeit anfangen, damit sie sich den Crit Rate Buff gibt. Ich werde euch jetzt auch halt den Run einfach mal zeigen, damit ihr seht, warum. Sie sollte immer mit dem Crit Rate Buff anfangen, weil sie damit immer mit allen angreift. Dadurch kann man halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch der Revolver mit angreift. Man turn-cycelt quasi und sie hat den Crit Rate Buff für die nächste Fähigkeit, also für die dritten Skill hat sie dann. Das bedeutet, hier werdet ihr jetzt sehen, zack, und mit dem dritten Skill hat sie die Crit Buff und macht mehr Schaden mit dem dritten Fähigkeit, was ja sowieso schon mehr Schaden macht, wenn die Aktionsleiste weniger ist. Und das macht halt auch schon immens viel aus für den Run. So, hier zum Beispiel genau. Und vor allem, sie hat den eigentlich quasi immer wieder, immer wieder. Die wird den in jeder Runde einsetzen. Es ist nie auf Cooldown. Ihr müsst natürlich wichtig, ihr müsst auf Skill-Ups achten. Skill-Ups sind wichtig. Ohne Skill-Ups werdet ihr hier Probleme haben. Gut, bei dem ist es normal, der Counter-Attack ab und zu. Ansonsten sieht man ganz normal hier wieder sehr schön. Also es läuft reibungslos. Sie sind gestunt durch den Wurm, kriegen immer Multi-Attacks. Der Revolverheld kommt so oft ran durch die Multi-Attacks und dadurch kommen die Gegner halt gar nicht mehr zum Zug, so quasi. So, und jetzt sehen wir, zack, zack, funktioniert einwandfrei. Momentan einmal war es jetzt kurz quasi knapp, würde ich mal meinen, aber man hat immer mindestens einen, der die Aktionsleiste zurücksetzen kann. Damit ist quasi immer einer, der halt das, ne, absichert quasi. Und wie ihr sehen könnt, also sobald es einmal rollt, ist kein Problem mehr. Also das ist einfach super stark. Und das Team läuft einwandfrei. Also ich habe noch keinen Fail, wie ihr gesehen habt, keinen Fail gehabt. Schon 20 Runs ohne Probleme. Wir sind jetzt endlich so weit, dass wir sagen können, okay, wir haben unser einigermaßen normales Team, was super schnell läuft, also im Vergleich zu anderen Teams. Weil das Team, was ich da vorher gezeigt habe, war ja bei 3,30. Es war aber ganz, ganz safe für Leute, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, so ein Team zu laufen. Bedenkt nur eins, um Heavy Metal B10 zu laufen, solltet ihr schon eine Anzahl an Bauteilen schon haben. Ihr solltet schon B10 Boxclub farmen können. Ihr müsst farmen, farmen, farmen. Das ist wirklich wichtig in diesem Spiel. Ihr könnt nicht hingehen und sagen, so, ich mache das jetzt einfach mit den paar 4 Sterne Bauteilen, die ich habe. Das ist sehr wichtig. Passt drauf auf. Also versucht da nicht irgendwie, äh, wenn ihr noch nicht hier gut dabei seid, dass ihr dann sagt, oh, ich gehe jetzt doch hier hin. Ich habe jetzt auch überlegt, ich werde wahrscheinlich als nächstes dieses Team hier nehmen. Aber das werdet ihr im nächsten Guide sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Würde mich immer wieder gerne über Likes freuen, über Comments freuen und über Abos freue ich mich immer sehr, sehr gerne. Vielen Dank für alle Abonnenten mittlerweile. Wirklich sehr schön, sehr cool, hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.